1450 Stundenkilometer schnell. Dieser Tornado ist der ganze Stolz von Petra S. Sie ist Deutschlands einzige Pilotin, die so einen Jet fliegen darf. Die gebürtige Aachenerin ist stationiert im rheinland-pfälzischen Büchel beim taktischen Luftwaffengeschwader 33. Zur Start- und Landephase ist man tatsächlich sehr angespannt, da hier statistisch die meisten Fehler passieren können. Wenn man aber dann erstmal die Flughöhe erreicht hat und die Checks abgebacken hat, dann stellt sich so ein gewisses Gefühl der Freiheit ein. Gerade wenn man dann von oben auf den Erdball schauen kann. Besonders schön ist es natürlich an regnerischen Tagen, wenn man durch die letzte Wolkendecke steigt und dann im Gegensatz zu allen anderen, die auf dem Boden sind, die Sonne sehen kann. Nach dem Abitur trat Petra S. in die Bundeswehr ein. Es folgten Studium, Test für die Offizierslaufbahn, Pilotenausbildung. Für den größten Teil dieser Ausbildung ging es für über 30 Monate in die USA. Teil dieser sind auch Praxislehrgänge im Überleben auf Land und auf See. Die 32-Jährige suchte immer nach dem besonderen Nervenkitzel im Beruf. Ein reiner Büro- oder Schreibtischjob kam für mich nicht in Frage. Ich wollte einen Job, der abwechslungsreich ist und der mich immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Und somit bin ich dann letztendlich auch bei der Bundeswehr gelandet, da mir das reine Airliner-Fliegen von A nach B zu eintönig erschien. Familie und Freunde waren am Anfang eher reserviert bis hin zu skeptisch, haben mich auf meinem Weg aber immer unterstützt. Und gerade die Familie ist jetzt stolz darauf, dass ich es gewagt habe, diesen Weg zu gehen und jetzt meinen Traumjob ausüben kann. Vor jedem Flug wird der Tornado von den Piloten akribisch inspiziert. Triebwerke, Außentanks, Reifen, das alles kann überlebenswichtig sein. Petra S. weiß, dass ihr Werdegang besonders ist, doch sie weiß auch, eine Frau kann diesen Job genauso gut machen. Ich würde jetzt keineswegs sagen, dass ich dadurch irgendwie benachteiligt war oder nicht aufgenommen wurde. Es macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Unterschied, ob man diesen Job als Mann oder als Frau ausführt. Der Ernstfall blieb für die 32-Jährige noch aus, denn nach Ende ihrer Ausbildung flogen keine deutschen Tornados mehr Auslandseinsätze. Bestens dafür ausgebildet wäre Deutschlands einzige Tornado-Pilotin aber auf jeden Fall. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren. Ja, liebe Zuschauer, Sie kennen ja sicherlich die Sendung Heiteres Berufe raten. Hier und heute hätte ich Sie 100%ig in die Falle locken können, hätten Sie nicht rausbekommen. Ich hätte es auch nicht rausbekommen. Neben mir steht Hauptmann Petra Sili. Was denken Sie, was ist sie von Beruf? Na, kommen Sie drauf? Ich habe die Zuschauer gefragt, ob einer drauf gekommen ist. Ich glaube es nicht, dass das ein Zuschauer rausbekommen hätte. Sie sind? Ich bin Tornado-Pilotin. Mit allem, was dazu gehört. Wie viele Flugstunden haben Sie schon? Aktuell so um die 150. Damage assessment. Ich habe erst dieser Tage etwas gelesen, das war unglaublich. Und zwar Hillary Clinton kennen Sie. Ja. Wahrscheinlich wissen Sie auch, worauf ich hinaus will. Sie wollte Astronautin werden, hat sich beworben bei der NASA, hat dort hingeschrieben mit 14 Jahren. Und wissen Sie, was die Antwort war? Nein. Also sie fragte, was muss ich tun, um Astronaut zu werden? Die Antwort, die hat die schriftlich heute noch, Sie müssen ein Mann werden. Ach so. Man glaubt es nicht, ne? Sie sagt, das war einer der Auslöser in jungen Jahren, also gut, das ist jetzt 50 Jahre her, etwas mehr sogar. Das war für sie der Auslöser, um in die Politik zu gehen und das zu verändern. Man muss sich einfach in die 60er Jahre hineinversetzen. Raumfahrt war der Hype. Und damals galt The Right Stuff. The Right Stuff waren, da kommen nur Piloten hin, die wirklich aus Jets fliegen und nur dürfen in den Weltraum fliegen. Es wurden wirklich nur Jetpiloten ausgesucht und das war damals die Situation. Heute werden zu 80-90% nur Wissenschaftler ausgewählt. Also das Blatt hat sich total gewendet und deswegen kann man nur sagen,
Frauen sind nicht nur welcome, sondern ich fordere jede Frau hiermit auf, sich zu bewerben, denn es gibt nach wie vor bei den Ausschreibungen immer zu wenig Bewerbungen von Frauen. Typischerweise 15% bis 20%. Ne? Und Sie fliegen jetzt als Hauptmann, aber Hauptfrau gibt es noch nicht. Hauptfrau gibt es nicht, nein. Wäre ja eigentlich auch konsequent, weiß ich nicht, ob man darüber philosophieren muss, aber auf jeden Fall fliegen Sie den Tornado, der ein komplexes Waffensystem ist, an dem man ausgebildet wird und das, ja, was alles voraussetzt. Also prinzipiell braucht man erstmal das Abitur, damit man für die Offizierlaufbahn geprüft werden kann, ob man für diese geeignet ist. Und sobald sich dies herausstellt, wird weiter geprüft, ob man für den fliegerischen Dienst fähig ist oder für fähig angesehen wird. Dazu gehört natürlich eine Grundfitness, die man mitbringen muss. Und ja, da gibt es halt 2 Wochen in Fürstenfeldbruck. Dort wird ergiebigst getestet, physisch, psychisch, ob man für diesen Beruf geeignet ist. Und dann erst geht das harte Training los. Dann erst geht es wirklich los, genau. Aber für Jungs in erster Linie ist es natürlich in jungen Jahren dann schon ein Traum, Hubschrauber oder gar Düsenjäger zu fliegen, das ist ja ganz klar. Mädchen denken da eher weniger dran in den jungen Jahren. Und wie war das bei Ihnen? Wann sind Sie auf die Idee gekommen, sich dafür zu interessieren? Oder wann konnten Sie sich vorstellen, dass das... Fliegerei hat mich eigentlich schon immer interessiert. Und mit 16, 17 kam dann in der Schule die Zeit, wo es hieß, man muss sich jetzt mal langsam überlegen, was man denn später machen möchte, in welche Richtung man gehen möchte. Und da bin ich immer noch an dieser Fliegerei hängen geblieben. Aber da haben Sie doch nicht an Tornado gedacht? Nein, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Allerdings hatte ich einen Freund, dessen Vater Airline-Pilot war. Und mit dem hatte ich mich halt über dieses Thema an sich unterhalten. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass dieses stupide, sagen wir mal, von A nach B fliegen wohl eher nicht mein Ding sein wird. Und deshalb habe ich mich dann halt weiter informiert, welche Möglichkeiten gibt es noch. Und da kam dann halt die Bundeswehr ins Spiel, da man gerade mit so einem Jet mehr Aufgabenbereiche abdeckt. Heute ist das ein bisschen anders. Heute kann man sich überall informieren und ganz besonders auf der ILA. Also wer heute zu Ihnen kommt, wenn Zuschauer zu Ihnen kommen, dann können Sie mit ihnen reden, die können sich in so eine Maschine setzen, die können, was alles noch? Sie können alle Fragen stellen, die Sie haben, und wir versuchen diese natürlich bestmöglichst zu beantworten. Also das ist wirklich eine beeindruckende Sache, was Sie dort aufgebaut haben. Und Sie sind ja auch hier, um junge Leute auf das Berufsbild aufmerksam zu machen. Ja, natürlich. Wir brauchen mehr Frauen. Ja, dann wünsche ich Ihnen erst einmal viel Spaß auf der Messe. Dann gibt es einen Spruch, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, sagt man unter Seglern oder unter Bootsfahrern. Bei uns sagt man immer Many Happy Landings. Many Happy Landings. Vielen, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.